In dem Gemälde Paradies von Roland Savary leben wir Menschen auf Augenhöhe mit den Tieren. Und das inmitten einer intakten Natur. Die Ausstellung Hello Nature macht zwar einerseits deutlich, wie wir seit Jahrhunderten dieses Paradies zerstören, aber sie zeigt, es könnte auch anders sein. Weltweit gibt es ca. 200 Rechtsprechungen für die Natur. Eine besondere Konzentration von Fällen, wo für die Natur Recht gesprochen wird, sehen wir in den beiden Amerikas, wo besonders die indigene Bevölkerung dafür sorgt, dass die Natur in ihren Rechten geschützt wird. Abgeschlagen dahinter ist Europa, wo es nicht sehr viele Fälle gibt, wo die Natur als Rechtssubjekt anerkannt wird. Ein Beispiel hier ist aber Spanien, wo 2023 Mar Menor, die Salzwasserlagune, als Rechtssubjekt anerkannt wurde, wo ihr Rechte zugesprochen werden und sie in ihrem Erhalt geschützt wird und auch ihr Recht auf Existenz und Wiederherstellung gewahrt wird. Auch in Deutschland gibt es Gesetze, die die Natur und Tiere schützen. Wenn es jedoch einen vernünftigen Grund gibt, dann dürfen diese Rechte eingeschränkt werden. Als vernünftiger Grund gelten zum Beispiel auch wirtschaftliche Interessen. Hier zeigen wir ein Tryptychon von Frank Döring, der 2009 das Braunkohletagebaugebiet in der Lausitz fotografiert hat. Die Bilder zeigen sehr schön, in welchen gigantischen Ausmaßen hier intakte Ökosysteme zugunsten von ökonomischen Interessen zerstört wurden. Dieser Extraktivismus, also das unbegrenzte Entnehmen von Bodenschätzen, führt nicht nur zur Zerstörung von intakten Ökosystemen, sondern zum teils irreversiblen Verlust von fruchtbaren Böden. Der Schutz der Natur ist im Grundgesetz verankert. Doch die Natur ist hier kein Rechtssubjekt. Das bedeutet, Bürger können den Schutz nicht einklagen. Im August 2024 leitete das Erfurter Landgericht erstmals Eigenrechte der Natur aus der Europäischen Grundrechtecharta ab. Würden Tiere und Ökosysteme als juristische Personen gelten, hätte die Natur vor dem Gesetz also mehr Gewicht. Aber wie würde das konkret aussehen? Ja, in Ecuador wurden bereits 2008 die Rechte der Natur in der Verfassung verankert und 2023 gab es jetzt ein Urteil, das den größten Kupferproduzenten der Welt, die Firma Codelco, im Intaktal in dem Nebelwald gestoppt hat, so dass dieser Wald erhalten bleiben werden kann und nicht abgeholzt wird und daraufhin aufwendig wieder restauriert werden muss. Vertreter der Tierrechtsbewegung fordern auch, unser Grundgesetz zu ergänzen, beispielsweise Tieren im Grundgesetz ein Recht auf Unversehrtheit zu gewähren. Gleiche oder ähnliche Rechte würde doch aber bedeuten, dass Tiere uns sehr ähnlich sind, oder? Die vergleichende Verhaltensforschung zwischen Menschen und Tieren hat in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass es keine absolute Grenze zwischen Menschen und Tieren gibt. Tiere und Menschen haben ähnliche Bedürfnisse und Interessen. Ja, diese Erkenntnis hatte Charles Darwin bereits im 19. Jahrhundert. Philipp Bauknecht, den wir hier sehen, verarbeitet diese Erkenntnis der Ähnlichkeit zwischen Menschenaffen und Menschen. Wer hier hinter Gittern steht und wer davor, erscheint auf dem Bild fast als Willkürlichkeit. Die Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier zu erkennen, scheint uns oft zu verunsichern. Kann jedoch auch ein Argument für mehr Tierschutz sein. Aber für welche Tiere sollen diese Rechte gelten? Rechte für Tiere betrifft natürlich vor allem die charismatische Megafauna, also Tiere, die attraktiv sind, mit denen wir uns identifizieren können. Dazu gehören jetzt natürlich nicht Kakerlaken, Insekten oder auch Bakterien. Allerdings gibt es aktuell auch umfassendere Ansätze, die gesamte Ökosysteme integrieren möchten. Was würde das für die Massentierhaltung, Tierversuche und Zoos bedeuten? Für uns Menschen könnten mehr Natur- und Tierrechte Einschränkungen nach sich ziehen. Die Gesellschaft müsste genau definieren, wo sie hier die Grenzen zieht. Aber Rechte der Natur können auch viele Chancen mitbringen. Ja, Hartmut Kiewer zeigt auf seinem für die Ausstellung Hello Nature gemalten Bild Share 2, wie ein Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren aussehen könnte. Hier begegnen sich tatsächlich Mensch und Tier auf Augenhöhe. Auf einer Brachfläche sehen wir eine junge Frau,
die umringt ist von Tieren. Besonders die sogenannten Nutztiere, also die Kuh und die Schweine, sind aus ihren üblichen Funktionen entlassen, also sind nicht mehr länger Schlachtvieh oder Milchproduzenten und können sich frei bewegen. Ja, Menschen und Tiere sind hier Gefährten und teilen sich eine Welt.